So, jetzt können wir uns mal Schleifen anschauen. Schleifen sind eben ganz wichtige Konzepte in der Programmierung und wir wollen jetzt so ein Programm machen, was eben ein Passwort abfragt. Dazu gehen wir wieder in die C++-Version. Das alles, was ich jetzt mache, ist gleich in C und C++, bis auf die Eingabebefehle und Ausgabebefehle. Und wir haben eben hier ein Passwort, was wir eben einlesen wollen. cin Passwort. Und nur wenn dieses Passwort eben einen gewissen Wert hat, ja, dann wollen wir das Programm beenden und eine Nachricht ausgeben. Und dazu können wir eben eine Schleife verwenden. Die einfachste Schleife hierzu ist die While-Schleife. Wir haben hier die Bedingung, weil Passwort, ja, ist eben ungleich 1, 2, 3, 4, solange wollen wir den Benutzer nochmal nach dem Passwort fragen. Wir geben also cout, wir geben hier cout, bitte Passwort eingeben. Ja. Und solange eben das nicht ist, wollen wir das wiederholen. Ja, und ihr merkt schon, ein bisschen nervig, dass ich das jetzt doppelt tippen muss. Und wir sehen gleich, wie das eben auch anders geht. Lass uns das mal anschauen. Und hier geben wir dann unsere, zum Beispiel, Passwort für unseren Bank-Account an. Ja, cout. Und dann haben wir hier irgendwie, so, das ist das ultra geheime Passwort. Ja, so. Gut, starten wir das Ganze und schauen uns das Programm an. Wir haben hier noch einen Tippfehler. So, schauen wir das mal an. Und hier haben wir noch einen Fehler, cout. Ja, hier ist auch noch ein Fehler. Wir haben das ja kopiert. Und jetzt starten wir das Ganze. Und hier ist unser Programm. Fragt also nach einem Passwort. Ich kann jetzt irgendwas Falsches eingeben. Und das Programm fragt so lange, bis ich eben mein Passwort eingebe. Und dann bekomme ich mein geheimes Passwort raus. Scheint also zu funktionieren. Ich zeige euch gleich, wie man diese Wiederholung hier vermeiden kann. Dazu gibt es nämlich diese Do-While-Schleife. Die sieht so aus. Die geht auf jeden Fall erstmal rein. Ja. Diese Bedingung wird auf jeden Fall, also die Schleife wird auf jeden Fall betreten und dann gibt es hier die Bedingung, wie lange die Schleife wiederholt werden soll. Ganz wichtig hier, dieses Semikolon nicht vergessen. Ja? Okay, gut. Starten wir das Ganze mal und schauen uns das an. Ja, bis ich schließlich das eingebe, funktioniert. Ja, so, hier schon mal eine Warnung. Ja. Wir könnten ja auch irgendwas machen wie zum Beispiel if. Ja, if ist eine Bedingung, ja, das ist sozusagen eine Verzweigung im Programm. If Passwort und hier kommt eben so eine Boolean-Variable rein, also ein Vergleich. Ja. If Passwort gleich 1, 2, 3, 4, dann wollen wir noch ausgeben, Passwort richtig. Ja. So, und das funktioniert, kein Problem, aber wir müssen aufpassen. Da kann sich leicht der Fehlerteufel einschleichen. Also wenn wir jetzt 1, 2, 3, 4 eingeben, Passwort richtig, funktioniert. Allerdings, wenn ich jetzt hier ein ist gleich vergesse, dann ist das eine Zuweisung. Ja? Und schauen wir uns mal an, was jetzt passiert. Wenn wir dieses Programm starten, ja, ich gebe ein falsches Passwort ein, zum Beispiel 555. Oh, Passwort richtig. Ja, das sind ganz gefährliche Programmierfehler, denn was hier passiert ist, diese Abfrage hat Passwort auf 1, 2, 3, 4 gesetzt. Und dann ist hier hinten diese While-Abbruchbedingung erfüllt und das Programm bricht ab. Ja, also wir sehen schon, wir müssen da sehr aufpassen. Ja. Zu den Schleifen gehört eben noch ein anderer Befehl, ja, und das ist der Befehl break. Break kann diese Schleife unterbrechen. Ich kann hier jetzt einen Break reinmachen und dann hört diese Schleife auf zu laufen und dann kann ich hier hinten als Abbruchbedingung einfach True sagen. Dann läuft die Schleife immer, weil ich ja hier frage, ja, und kann dann diese Schleife damit mitten im Lauf abbrechen. Wenn ich jetzt hier irgendwie mache 1, 2, 3, 4, dann hört die Schleife auf und sonst eben nicht. Ja. Wenn ich jetzt irgendwie was Falsches eingebe, hört die Schleife nicht auf. Okay, gut. Break gibt's und dann gibt es noch den Befehl Continue. Wir könnten hier zum Beispiel, ja, an diese Stelle, könnten wir cout Passwort richtig hinschreiben. Ja. Und jetzt wird sozusagen das Programm von hier, springt wieder hier hoch und führt diesen Befehl eben nicht aus. Ja.
Also geben wir mal ein, 1, 2, 3, 4, 5, ja, funktioniert und dann kommt Passwort richtig. Genau, ja, also dieses Continue überspringt eben diesen Bereich, während eben Break an das Ende von diesem Programm springt.